bei Ink Up Your Pen. Heute möchte ich euch einen weiteren Füllfederhalter vorstellen, der aus China kommt. Es ist von einem Hersteller, den ich, wenn ihr meine anderen Videos schon mal euch angeschaut habt, den ich wirklich sehr schätze und den ich mir auch gerne kaufe. Es geht um einen Hongdian, und zwar um den Hongdian 5019, auch Lantian oder Sealant genannt. Ich weiß immer nicht genau, ob man Hongdian zusammenschreibt oder getrennt. Es gibt verschiedene Schreibweisen. Auf dem Füllfederhalter selber, werde ich euch nachher zeigen, wird es getrennt geschrieben. Aber wenn man zum Beispiel den im Internet sucht oder auch bei AliExpress, da habe ich ihn her. Wie immer der Hinweis an dieser Stelle, ich bekomme da nichts dafür, dass ich euch auf AliExpress hinweise. Oder ich bekomme auch nichts von Hongdian. Aber ihr sollt halt wissen, wo ihr den günstig dann bekommen könnt. Da findet man ihn dann eben zusammengeschrieben, Hongdian. Gut. Wie immer will ich euch den Füllfederhalter ein bisschen beschreiben. Dann machen wir Maße und Gewicht. Dann machen wir einen Schreibtest. Dann sage ich euch, was mir gut gefällt und was mir weniger gut gefällt am Hongdian 5019. Und zum Schluss ziehen wir ein kurzes Resümee. Bis gleich. So sieht er aus, der Hongdian 5019 Sealant. Sealant ist die Farbe oder Lantian. Ich habe übrigens keine Übersetzung für Lantian gefunden. Hier zeige ich euch es nochmal. Da könnt ihr nochmal schauen. So, Lantian. Ich habe keine Ahnung, was das heißt. Vielleicht könnt ihr mir das im Kommentarfeld sagen. Aber hier seht ihr Hong und dann kommt ein neues Wort, Dian. Also hier sind zwei Worte. Wenn ihr im Internet aber schaut, möchte ich euch gleich sagen, ihr findet es oftmals zusammengeschrieben. Und hier ist die Modellbezeichnung 5019. Ja, das Ganze ist eine Metallkonstruktion, seht ihr hier. Fangen wir mal mit der Kappe an. Also das ist alles so, ja, wie so mit matten Pastellfarben gehalten. Also ich finde, es wirkt sehr edel. Auch diese zwei Grüntöne gefällt mir super gut. Ja, zur Kappe ist Metall. Der Clip ist sehr fest. Also ich weiß nicht, ob ihr das hier so sehen könnt. Der ist fast gar nicht zu gebrauchen. Also der ist gar nicht zu bewegen. Der ist einfach, ich sag mal, da hat man es zu gut gemeint von Hongdian. Der ist nicht verwendbar. Ansonsten drehen wir mal die Kappe ab. Mal gucken, wie viele Umdrehungen wir brauchen. Eine. Anderthalb. Zwei. Bei 2 Umdrehungen, da geht die Kappe ab. Legen wir den Füllfederhalter mal nebenhin. Ja, den Schriftzug hatte ich euch hier schon gesagt. Hongdian, hier kann ich euch nochmal zeigen. 5019 Lantian. Ich hoffe, das heißt sowas wie Sealant oder keine Ahnung, also so eine Modellbezeichnung. Ja, im Prinzip hier Innenkappe mit Kunststoff. Abschlussstück von der Kappe, also Kappenband hier unten in Metall gearbeitet. Abschlussstück oben am Clip in Metall gearbeitet. Sieht alles sehr hochwertig aus, schön schwer. Auch dieses Metall, wie das hier lackiert ist, mit diesem hellen Grün. Also wirklich, wirklich schön gemacht, schön verarbeitet. Ja, ansonsten kann man hier zur Kappe relativ wenig noch sagen. Schauen wir uns mal hier den Füllfederhalter, das Griffstück an. Ist ein Metallgriffstück. Für alle, die jetzt sagen, oh je, Metallgriffstück, da habe ich keine guten Erfahrungen, kann ich euch sagen, ist nicht rutschig. Also hat Hongdian sehr gut hinbekommen. Und wir schrauben den mal auf. Das geht recht kräftig, also man muss da schon ein bisschen fester schrauben, sage ich mal. Aber man sieht auch hier so ein Dichtungsring noch dabei. Also das ist alles wirklich sehr hochwertig verarbeitet. Konverter wie immer dabei. Ich habe mich hier für Rohrer und Klingner Smaragdgrün entschieden. Das ist die Tinte, die ihr hier drin seht. Also das ist schon wirklich, wirklich hochwertig. Und auch hier, was mir gut gefällt, lege ich hier auch immer so ein bisschen Wert drauf und betrachte das auch in meinen Rezensionen. Das ist hier ein Metallgewinde auf Metall. Also insofern auch sehr, 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 sehr langlebig. Ja, ansonsten so ein typischer chinesischer Standardkonverter. Zur Feder. Normalerweise bin ich kein Freund von extra feinen Federn. Ihr seht es hier, ist auch entsprechend gelabelt. Aber diesen Füllfederhalter gibt es nur mit extra feiner Feder.
Und insofern, ja, da mir so gut gefallen hat, habe ich mir dann auf jeden Fall geholt und wollte den halt auch nicht missen. Insofern ist es einer der wenigen, die ich mir in extra fein gekauft habe. Also hier EF-Feder. Hongdian gibt sich immer so ein bisschen Mühe mit den Federn. Da habe ich ja, wer meine anderen Videos kennt, schon das ein oder andere Modell vorgestellt. Das finde ich jetzt hier nicht so herausragend, aber völlig in Ordnung. Ja, hier die, ja, der Tintenleiter. Ja, das war jetzt ein schwieriges Wort heute. Tintenleiter. Tintenleiter auch typisch. Nichts Besonderes. Dann kommen wir noch zum Schaft. Auch hier der Schaft mit dem Abschluss und mit dem Endstück in silberglänzendem Metall gehalten. Und der Rest des Schaftes hier mit einem Grünton, den ich auch sehr ansprechend finde. Also sieht alles sehr, sehr gut aus. Wir schauen noch mal rein, hatte ich euch schon gesagt, das Metallgewinde innen. Alles wirkt sehr wertig, super verarbeitet, keine scharfen Kanten, keine scharfen Übergänge. Also wirklich alles sehr, sehr gut. Okay, ja, dann kommen wir zum Maßen und zum Gewicht. Wir werden erstmal wieder zusammensetzen. So wie ich ihn jetzt hier in der Hand halte, also ohne Kappe, misst er 12 cm. Mit der aufgesteckten Kappe, auch das funktioniert, ihr seht es hier, hält. Da misst er 15,1 cm. Und im geschlossenen Zustand, da misst er 14 cm. So sieht er dann aus, 14 cm. Er ist kein Leichtgewicht. Ich habe es euch gesagt, das ist eine Ganzmetallkonstruktion. 43,6 Gramm bringt er so, wie ich ihn hier halte, mit befüllter Tinte auf die Waage. Und ich muss euch sagen, er liegt sehr, sehr gut in der Hand. Und das Ganze will ich euch nochmal zeigen, jetzt beim anschließenden Schreibtest. Der Schreibtest. Wir haben heute hier vor uns den Hongdian. Oder auch Hongdian 5019. Hat eine EF-Feder. Ist eine Metallkonstruktion. Und die Tinte ist Rohrer und Klingner. Smaragdgrün. Papier ist wie immer Clairefontaine. DCP 160 Gramm. Okay, soviel zu den Eckdaten. Und damit ihr das schön vergleichen könnt, wisst ihr, nehme ich immer das gleiche Papier, nicht immer dasselbe. Das wäre ein bisschen, wäre Endlospapier. Das gleiche Papier. Und jetzt könnt ihr mal hören, wie hier diese extra feine Feder über das Papier gleitet. Das ist, finde ich, wirklich bemerkenswert. Also ich finde, das Feedback ist wunderbar. Kriegt hier ein Doppelplus. Ist eine extra feine Feder, aber ich finde von der Federstärke her tendiert diese extra feine zu einer feinen. Also ich würde mich eher darauf festlegen wollen. Und wie gesagt, absolut angenehm zu schreiben. Lassen wir einen Moment offen. Dann probieren wir mal schnelles Schreiben. Ja, ist sofort da. Ja, also auch wunderbar. Dann probieren wir das Ganze nochmal. Schieben wir mal ein Stück hoch. Verkehrt herum.
Ja, hier seht ihr schon, hat deutliche Aussetzer, ist eigentlich so zum verkehrt herumschreiben nicht gedacht, nicht geeignet und auch nicht gemacht. Dann schauen wir, ob wir noch ein bisschen Variation in die Feder bekommen. Ja, ich finde, das gelingt ganz gut. Wenn ihr euch mal hier die Stelle anschaut und hier die Stelle. Also ich würde nicht von Semiflex sprechen, aber es ist durchaus Variation. Bei einer, die als EF gekennzeichnet ist, habe ich nochmal als Ausrufezeichen hinterher gemacht, muss man sagen, Doppelplus. Wirklich sehr gut gemacht. Okay, so viel zum Schreibtest. Und dann kommen wir als nächstes dazu, dass ich euch sage, was mir gut gefällt und was mir weniger gut gefällt am Hongdian 5019 Sealand. Was gefällt mir gut, was gefällt mir weniger gut am Hongdian 5019 Sealand oder Lantian? Hier zeige ich ihn euch nochmal. Also, was mir sehr gut gefällt, das edle Aussehen. Er liegt angenehm schwer in der Hand. Ich hatte es euch ja gesagt, 43,6 Gramm wiegt er. Und er liegt super in der Hand. Es ist ein Konverter dabei. Für eine EF-Feder gibt es sehr wenig Feedback. Ich will euch hier nochmal das Griffstück zeigen. Das Metallgriffstück überhaupt nicht rutschig. Man kann es super in der Hand halten. Also wirklich perfekt. Gar nichts dran auszusetzen. Die Verarbeitung absolut top. Das Feedback, das die EF-Feder gibt, auch wunderbar. Wie gesagt, ich bin eher der Meinung, das geht so Richtung feine Feder. Aber ja, top. Also muss ich sagen, wir kommen ja dann noch zum Preis-Leistungs-Verhältnis dieses Füllfederhalters. Absolut spitzenmäßig. Was mir weniger gut gefällt, hatte ich euch gesagt, es ist der Clip. Ich zeige euch hier nochmal. Den kann man hier schier nicht abheben von der Kappe. Also der ist nicht funktionsfähig, muss man einfach so sagen. Stört mich jetzt persönlich weniger. Ich benutze den Clip in der Regel nicht. Aber wer ihn benutzt, tut sich hier schwer. Also vielleicht gibt er noch irgendwann ein bisschen nach, aber der ist eigentlich zu fest. Und was mich noch dran stört, aber das ist meine persönliche Meinung, das ist wie bei vielen chinesischen Füllfederhaltern, die gibt es meistens nur in der Stärke extra fein oder fein und hier sogar nur in EF. Also das ist nochmal eine Einschränkung, als ich mir den gekauft habe. Wenn er mir nicht so gut gefallen hätte, also diese Farbkombination, ich zeige es euch hier nochmal, das sieht schon richtig toll aus. Da habe ich schon so ein bisschen gezögert, weil ich eigentlich eher die breiten Federn mag. Aber die findet man in China so gut wie gar nicht. Eher noch eine mittlere Feder, die ist noch zu finden ab und zu. Aber wie gesagt, absolut keine Enttäuschung. Deswegen mein Resümee, würde ich mir den wieder kaufen. Ich habe ungefähr 7,50 € inklusive Versand bei AliExpress. Wieder der Hinweis an dieser Stelle, ich bekomme weder von Hongdian etwas, noch von AliExpress. Habe ich dafür bezahlt, 7,50 €. Absoluter Knaller. Alles dabei, was man braucht. Nur Tinte muss man noch einfüllen und schon kann es losgehen. Da braucht man nicht nacharbeiten. Ist ein traumhaft schöner Füllfederhalter. Ich muss ganz ehrlich sagen, je mehr Hongdians ich teste, desto begeisterter bin ich. Also ich entwickle mich so langsam zum Hongdian-Fan. Vielleicht kriege ich ja mal irgendwann einen Coupon von Hongdian, dann gebe ich ihn natürlich an euch weiter, aber bisher, wie gesagt, bekomme ich hier nichts dafür. Aber ich muss euch sagen, die Füllfederhalter von Hongdian, die ich bisher getestet habe, schaut euch meine Videos dazu an, die sind wirklich, wirklich richtig, richtig gut. Also da kommt schwerlich was ran. Die sind nicht die allerbilligsten, aber das Geld dafür lohnt sich. Und hier muss ich sagen, 7,50 € inklusive Versand aus China, kann man nichts falsch machen. Holt euch den Hongdian 5019 und dann sehen wir uns das nächste Mal bei Ink Up Your Pen.